Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und das, was wir uns heute anschauen, ist eins meiner Lieblingsdinge, nämlich Problemlöser vorstellen. Und das hier ist wirklich, wirklich interessant, denn wir haben hier einen Punktschleifer von Milwaukee und der löst mehr Probleme, als du denkst. Wir haben hier von Milwaukee den M12 FDSS, einen sogenannten Punktschleifer. Ergo, wir haben hier einen sehr kleinen Punkt, auf dem wir halt schleifen. Man könnte theoretisch auch sagen, so ein Mini-Delta-Schleifer, aber der ist wirklich interessant, weil er die Dinge etwas anders angeht als andere Geräte. Erst einmal für mich ganz wichtig, ist ein Akku drin. Ich mag das nicht, wenn hier noch ein Kabel dran hängt. Aber wir haben hier die Möglichkeit, entsprechend die Schleifpads natürlich auszutauschen und wir nochmal andere Sachen zu machen. Wir können aber auch in sehr engen Bauräumen arbeiten, wie hier, ich zeige euch das gleich nochmal, oder hier auch in sehr engen Bauräumen arbeiten. Ja? Das ist super durchdacht, aber lass uns doch mal das Gerät erstmal im Detail anschauen. Wir können ganz klassisch den 12 Volt Akku einsetzen, sehen hier auch an der Stelle, dass hier die Akkuanzeige ist. Wir können das Gerät auch feststellen, dass es dauerhaft läuft, und zwar, wenn wir es hier anmachen, ihr seht hier, dann läuft es dauerhaft. Hier oben an der Stelle können wir die Geschwindigkeit einstellen. Also hier von der langsamsten Geschwindigkeit bis zur höchsten Geschwindigkeit. Und übrigens seht ihr hier auch, das sind 8000 bis 14.000 Vibrationen quasi in der Minute oder Umdrehung in dem Fall beim Motor in der Minute. Hier seht ihr gar nichts weiter. Ihr könnt das noch einstellen und das war es auch schon. Was ganz interessant ist hier vorne, wir haben jetzt kein Schleifpad drauf, kein gar nichts, sondern das hier ist der eigentliche Fuß, auf dem wir arbeiten. Den können wir auch austauschen. Sollten wir den mal verschleißen, können wir ihn einfach austauschen, ist ein Ersatzteil. Was ich interessant finde, ist hier, das hier ist schwingend gelagert. Du siehst das auch vielleicht ein bisschen, dass die Vibration hier erzeugt wird, hier an der Stelle. Und hier das Gummi, ja, das so ein bisschen noch lagert und verschließt, sodass hier nicht so viel Staub rein kann. Kommen wir mal zum Thema Preis. Was kostet das eigentlich? Und wie immer findest du den aktuellen Preis unten in der Videobeschreibung im ehrlichen Preisvergleich oder geh einfach auf gotools.de, da kannst du ja auch anschauen. Das Gerät kostet solo, so wie es jetzt hier ist, also einfach so ohne alles, so rund 180 €. Wenn du es aber nimmst im Koffer mit 2 Akkus, Lader und schon den ersten Schleifpads, bist du bei rund 280 €. Kommen wir aber eigentlich mal genau dazu, was interessant ist, nämlich wie kannst du es denn eigentlich einsetzen? Das ist wirklich so ein kleiner Punktschleifer, mit dem du kleine Punkte bearbeiten kannst. Also jetzt geht es nicht Punkt um rund, sondern so kleinere Flächen bearbeiten kannst, so Ecken, Kanten, irgendwo, wo du so gar nicht so richtig hinkommst. Und dafür ist es so, dass du hier dir diese Schleifpads kaufen kannst und dieser ganze Packen Schleifpads, den du hier hast, ja, der kostet irgendwas so im Bereich 10, 15 €. Ich glaube 15 €. Zu jedem dieser Schleifpad-Packen bekommst du das hier aber mit dazu und zwar ist das ein Schonpad. Das ist ganz wichtig. Dieses Schonpad brauchst du, um hier das hier zu schonen, nämlich den Teller zu schonen. Du nimmst einfach dieses Pad, setzt das hier auf, dadurch wird es auch der Teller auch einen kleinen Tick weicher, nur ein bisschen, aber du hast also Klett wiederum auf Klett adaptiert und wenn du jetzt schleifst und das passiert dir mal Folgendes, dass es doch mal hier, dass zum Beispiel die abfliegen sollte, was mir bis jetzt noch nicht passiert ist, oder dass du mal einen größeren Span hast, der hier durchgeht und hier irgendwo sich verfängt in dem, dann kannst du dieses Pad einfach abziehen, ja, so abziehen und hast hier unten drunter immer noch das Original, wie heißt es nochmal? Das habe ich doch gerade gesagt. Noppen. Nee, wie heißt denn das? Ja doch, Noppen. Klett, genau. Das heißt, ihr könnt es abziehen und das Klett auf der Seite ist immer noch geschützt. Finde ich super und vor allem auch, dass du es jedes Mal wieder mit dazu bekommst, weil es durchaus natürlich trotzdem verschleißen kann. Und in dem Packen, der hier übrigens auch mit dabei ist, hast du gleich mit dabei 80er Schleifpapier, 120er und 180er. Oder? Sehe ich das richtig? 180er, genau. Alles gleich mit dabei. Jeweils 2 Pads. Und kannst entsprechend loslegen. Und das musst du einfach nur, kannst du einfach so nehmen. Jetzt habe ich das Zwischenpad ja hier drauf. Nehme das einfach, lege das hier auf. So. Du siehst auch hier
Das fällt nicht ab. Es ist übrigens das allererste Mal, dass Milwaukee, glaube ich, Schleifgitter benutzt. Ich habe es bei Milwaukee noch nie gesehen, dass es Schleifgitter gibt. Und übrigens ist es der allererste 12-Volt Schleifer von Milwaukee überhaupt. Außer ich habe mich jetzt komplett verguckt und das falsch mehr im Gedächtnis, das ist schon der Hammer. Schön, dass Milwaukee jetzt anfängt, auch im 12-Volt-Bereich noch mehr Geräte rauszubringen. Jetzt hast du das und jetzt kannst du einfach loslegen. Das ist echt ein irrer Abtrag, den du hier hast. Das ist Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht von so einem kleinen Gerät, aber das schleift richtig was runter. Also das Interessante ist wirklich, dass es wirklich Spaß macht und du so kleine Flächen damit wunderschön bearbeiten kannst. Die Kernkompetenz von dem Ganzen hier ist aber eigentlich etwas anderes. Und zwar, dass du so an Ecken und Kanten rankommst. Ich mache dir mal ein Beispiel. Wie zum Beispiel, jetzt haben wir hier extra was hingelegt und jetzt kannst du hier drin, möchtest du gerne schleifen, dann kannst du hier jetzt dazwischen gehen und hier jetzt schleifen und hier jetzt arbeiten. Das ist doch der Hammer, oder? Also, dass du in diesem kleinen Bauraum und zwar mit richtig Abtrag arbeiten kannst. Etwas anderes, und deswegen hast du ja auch diese Form hier so, ist folgendes. Und deswegen stelle ich das jetzt mal hier hin. Diese Ecke hier möchte ich jetzt schleifen. Also ich habe jetzt hier meinetwegen hier unten irgendwas drin. Dann nehme ich den und tue das hier rein. Ja, und kann jetzt hier schleifen. Das ist fast mit nichts anderem möglich, aber wir haben hier keinen 90 Grad, wie gesagt etwas kleineren. Und wenn die Kamera es drauf kriegt, schaut mal von oben, seht ihr, dass wir hier ohne Probleme richtig gut selbst in kleine, enge Ecken reinkommen und können jetzt hier schleifen. Ich mache das mal. Das heißt also, auch in diese kleinen verwinkelten Ecken komme ich ohne Probleme ran. Oder zum Beispiel, nicht abgesprochen für den Kameramann, wir machen jetzt Folgendes. Und zwar, schaut mal hier, wir gehen einfach mal hier unten hin und wollen jetzt hier hinten in diese Ecke irgendwas schleifen. Dann können wir jetzt hier ganz einfach hier hingehen, können jetzt hier was schleifen, hier oben, können hier nochmal irgendwas hinter der Kante machen, in den kleinen verwinkelten Ecken. Und genau dafür ist das da und könnt ihr damit arbeiten. Deswegen meinte ich, es ist hier ein echter Problemlöser. Etwas anderes, was ich total spannend finde, ist, du bekommst hier im Set auch dieses Pad mit dazu. Kannst du auch einzeln kaufen. Und zwar, schau mal hier, du kannst das hier machen. Das ist schön weich und damit kannst du Kanten bearbeiten. Ja? Du machst einfach Folgendes. Du ziehst das alles ab, nimmst das, packst das jetzt hier drauf. So. So. Und jetzt siehst du von dir aus schon, das ist ganz weich. Und da wiederum machst du jetzt schönes Schleifpapier drauf. Hier in dem Fall 180er. So. Jetzt haben wir Folgendes, jetzt haben wir das Gerät so konfektioniert, dass ihr wirklich Rundungen oder auch schwierige Formen damit schleifen könnt. Zum Beispiel hier haben wir eine ganz kleine Rundung. Und wie kann man die normalerweise schleifen? Mit dem Exzenter gar nicht, dann wird das alles irgendwie so schief und krumm. Mit dem Rutscher geht es auch nicht so richtig. So, eigentlich geht es gar nicht. Also eigentlich musst du das schon mit der Hand machen. Hiermit geht es aber schon, weil du kannst hier das Du kannst richtig eintauchen hier in die Rundung. Das Schleifpapier legt sich da drum und du kannst hier wirklich eine Rundung richtig schön schleifen. Auch wenn du einen größeren Radius hast, kleineren, wenn du komplizierte Formen hast, wie bei Fußleisten zum Beispiel, da kannst du das benutzen. Ich zeige dir das mal. Das ist echt gut. Boah, das ist aber auch gut. Hammer. Also versteht mich nicht falsch, meine Begeisterung eben war nicht gespielt. Das macht richtig Spaß, weil genau solche Kanten und Ecken habe ich meistens eher von Hand geschliffen und habe natürlich auch ewig gebraucht. Gerade im Hartholzbereich sitzt du da, machst und tust und da ist es schon so, dass ich dann nicht andere Geräte nehmen möchte, wie zum Beispiel ein Exzenter oder weil du dann so eine komische Form reinschleißt, wenn du sie zu schnell benutzt. Hiermit geht das richtig gut, also wirklich erstaunlich. Und das meine ich am Anfang mit, das ist ein echter Problemlöser. Und für rund 180 € hast du hier einen Schleifer, der eben nicht ist wie hier normale Schleifer, sondern der Dinge kann, die andere Geräte einfach nicht können. Der
ich glaube, so in seiner Größe, in seiner Kompaktheit und mit allen Eigenschaften schon sehr, sehr, sehr alleine auf dem Markt dasteht. Und das freut mich. Das heißt, wir haben wieder mal ein Gerät, was Detailprobleme löst. Und du kannst dich entscheiden, ob du es natürlich solo kaufst oder als Komplettset mit allem drum und dran, Akkulader, Box und so weiter und so fort. Alle Informationen dazu nochmal unten im ehrlichen Preisvergleich in der Videobeschreibung. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Schreibt doch mal unten, was haltet ihr denn von dem Gerät? Wo und welche Kante und Ecke würdet ihr denn damit gerne mal schleifen? Würde mich sehr interessieren, weil es gibt wenig Geräte, die in der Kompaktheit irgendwo hinkommen. Ja? Ich glaube, ich werde hier in der Werkstatt mal rumschauen. Da gibt es einiges, was ich gerne noch mal schleifen würde. Für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Schliff.